Schon das 3. Jahr in Folge zieht es uns für die 2. Jahreshälfte in den hohen Norden. Und manchmal fragen wir uns selbst, warum eigentlich? Die Sommer in Skandinavien sind kurz, oft kühl und voller Mücken. Die Winter lang, dunkel und erbarmungslos kalt. Alles ist ein bisschen rauer, ein bisschen teurer, ein bisschen unberechenbarer. Warum landen wir trotzdem immer wieder hier? Für uns sind es 2 Dinge, die wir in Skandinavien finden wie nirgendwo sonst in Europa. Weite und Wildnis. Das aufregende Gefühl, hinter jeder Biegung einem neuen Tier begegnen zu können und das Kribbeln im Bauch, wenn wir mit unserem rollenden Zuhause an Orte gelangen, die sich anfühlen, als wären wir die Protagonisten unseres eigenen Abenteuerromans. In Nordschweden, etwa 100 Kilometer nördlich des Polarkreises, beginnt eine Region, die dieses Gefühl verkörpert wie keine zweite. Zwischen weißen Bergen und tiefen Tälern formen einige der ältesten und größten Nationalparks des Kontinents ein einzigartiges Gebiet. Europas letzte Wildnis. Wir sind immer noch ganz genau dort, wo wir das letzte Video beendet haben, nämlich in Jokkmokk am Polarkreis. Und für uns startet heute eine weitere Reiseetappe. Wir möchten noch ein wenig weiter in den Norden, und zwar weg von der Inlandsroute und ab in die Wildnis. Dafür müssen wir aber noch ein paar Sachen vorbereiten, denn wir wissen, dort wo wir hinfahren, gibt es keine Infrastruktur, keine Tankstellen, keine Supermärkte. Entsprechend nutzen wir noch einmal unser zentralen Anlaufpunkt hier in Jokkmokk, um alles aufzufüllen, und dann geht es so 20-30 Kilometer gen Norden und anschließend 200 Kilometer westwärts in Richtung norwegische Grenze. Überlegt, wenn das Wetter mitspielt, in den Nationalparks auch mal eine Zelttour zu machen, und sind jetzt gerade so ein bisschen auf der Suche nach leichten Snacks, die wir mitnehmen können. Es gibt ja diese spezielle Outdoor-Nahrung, da waren wir auch gerade schon in einem Outdoor-Shop, die ist halt aber super teuer, da zahlt man irgendwie 10 € nur dafür, dass es halt nochmal 100 Gramm leichter ist. Und es gibt natürlich auch hier diese klassischen Fertig-Reisgerichte oder so, die kosten halt einen Bruchteil, 2,50 €. Und ich glaube fast, da schlagen wir eher zu, oder? Das glaube ich ganz gut. Ja, das ist ein guter Kompromiss. 2 davon. Auch die Ruhe weg. Servus. Also Real Talk, hier sind 1000 Mücken. Und so 2. Wir sind jetzt in Porjus angekommen. Das ist so der Ausgangspunkt für Touren in die Nationalparks. Und bevor wir aber ganz reinfahren, haben wir uns jetzt noch so eine kleine Wanderung oder einen Spaziergang rausgesucht. Der führt hier direkt hinter uns in den Wald über so einen ganz schmalen Bohlenweg hin zu einem Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, wir sind gespannt, wie da so die Atmosphäre ist. Aber vor allem geht es uns gerade darum, uns einmal kurz zu bewegen. Denn es regnet den ganzen Tag schon immer wieder in großen Schauern. Von daher nutzen wir jede trockene Minute, um ein bisschen frische Luft zu tanken. Total verrückt. Wir haben aus der Instagram-Community eine App empfohlen bekommen, Scandops heißt die, wo man Wildlife-Sichtungen in ganz Schweden oder ich glaube sogar auch Norwegen eintragen und dementsprechend auch nachvollziehen kann. Und genau hier, also wirklich genau hier, wurde vor einer Woche ein Braunbär gesehen. Der Mensch schreibt dazu: Walking down the trail to return to my vehicle and bear was walking up it. Also hier ist jemand so runtergelaufen und aus der Richtung kam ein Braunbär. Richtig verrückte Vorstellung. Dieser Richtung ja. quasi. When bear saw me, it stopped. The bear bolted the other direction when I made a loud noise. In diesem Sinne, wir sind im Bärengebiet. Das ist die Frage, soll man sich darüber freuen? Oder denkt man eher so, was passiert, wenn der Bär wirklich auf dem Weg läuft? Ja, es ist gut, dass es hier keine Grizzlies gibt, sagen wir das mal so. Spannend, dass ja einfach nichts ist. Gar nichts. So eine riesige Ebene.
Da drin ein Flugzeugwrack. Ja, wow, perfekt. Wir sind vorbereitet. Wir sind ja nicht von vorgestern, ne? Schottland hat uns was gelehrt. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwas, wo wir die Kamera unterstellen. Hervorragend. Ist Verlass drauf in Schweden. Ja. Einfach einen schönen Shelter hier gesetzt. Ah. So. Herrlich. Wow, das ist Power. Das lohnt sich jedenfalls. Hoppala. Ich würde sagen, gutes Timing für unsere Shelterpause hier. Aber auch. Wow. Das ist auch ein ganz gutes Timing, um ein bisschen was zum Flugzeug zu erzählen. Es ist hier nämlich im Zweiten Weltkrieg oder Ende des Zweiten Weltkriegs notgelandet, weil es auf eine Mission von Schottland nach Nordnorwegen war, um da ein deutsches Kriegsschiff abzuschießen. Ich weiß, ob es erfolgreich ist, weiß ich nicht, aber es wurde auf jeden Fall auf dem Rückflug mit einem Flakgewehr angeschossen und hatte einen Triebwerksausfall. Und haben sie dann entschieden, im freundlichen Schweden bei Porjus machen wir eine Notlandung. Und es ist tatsächlich auch niemand dabei gestorben, nur der Pilot ist leicht verletzt gewesen. Dann war das Wrack hier zwischenzeitlich in einem schwedischen Kriegsmuseum, bis sie entschieden haben, es wieder an seinen Ursprungsort zurückzuverlagern, hier mitten auf eine Freifläche in der schwedischen Wildnis. Und ja, dann haben sie diesen Bohlenweg gebaut und diese Hütte mit der Infotafel. Und es ist eigentlich echt ganz spannend, sowas auf diesem Wege dann irgendwie erkunden zu können. Jetzt sitzen wir das Gewitter aus und dann schauen wir uns noch ein wenig um und dann geht es zurück zu Sprinti. Der Vorteil an Ponchos, dass man sie einfach einmal ausschüttet und dann sind es fast trocken. Obwohl das Wetter nicht gerade den Anschein macht, dass uns an unserem Ziel der Bergsommer empfängt, setzen wir unsere Reise in Richtung Nationalparks fort. Unser Ziel ist das UNESCO-Welterbe Laponia, ein etwa 10.000 Quadratkilometer großes Wildnisgebiet in Schwedisch Lappland, das 4 Nationalparks und 2 Naturschutzgebiete umfasst. Nur wenige Straßen führen durch die Parks. Eine von ihnen verläuft von Porjus nach Westen in den Stora Sjöfallet Nationalpark und von dort bis fast an die norwegische Grenze. Und je näher wir den Bergen kommen, desto mehr weichen die Regenwolken einem beeindruckenden Panorama aus weißen Gipfeln und endloser Weite. Wie schnell sie aus. Wow. Kanada. Ja, echt. So beeindruckend, wie sich auf den letzten Kilometern hier die Landschaft verändert hat. Erst war es ja doch noch relativ waldig und flach. Mittlerweile sind wir hier in einer richtig krassen Bergwelt angekommen und stehen jetzt gerade am Naturum, also dem Infozentrum für diese gesamte Nationalpark-Area hier. Und hier wollen wir uns mal ein bisschen informieren, was es so für Wandermöglichkeiten gibt. Wir wissen auf jeden Fall schon, dass hier einen Kilometer entfernt von hier ein Wasserfall ist. Den werden wir danach ansteuern. Aber ja, mega, mega schöne Landschaft und freuen uns sehr, hier zu sein. Fires do not only give light, it is around the add-on that everyone gathers. It is there that food is prepared, where you eat,
where clothing and shoes are dried, where stories are told, and the most important, where warmth can be found in a barren climate. Schöne Art und Weise, Wissen zu vermitteln, finde ich. Wir sind immer wieder so beeindruckt, wie liebevoll das hier gestaltet ist und dass es nicht einfach nur ein Visitor Center ist, wie man das sonst kennt, wo man so eine Broschüre in die Hand gedrückt kriegt und dann viel Spaß, sondern gerade echt die Chance gehabt, hier mit jemandem zu sprechen, der das Ganze hier betreibt, beziehungsweise der hier arbeitet, und hat uns eine kleine private Führung gegeben und so ein bisschen das vermittelt, wofür das ja eigentlich steht. Also wirklich diese Wissensvermittlung über die Sami-Kultur und Hintergründe, wie der Naturraum sich hier auch verändert hat in den letzten Jahrhunderten und auch durch den Eingriff des Menschen. Und ja, es sind so viele Möglichkeiten hier, sich umzugucken. Es ist echt eine richtige Ausstellung, wo man einiges an Zeit verbringen kann und eine Menge lernen kann. Es ist richtig schön, wie viel Liebe das hier gestaltet ist. Als wir den Mitarbeiter des Visitor Centers fragen, ob wir unseren Besuch für euch mitfilmen dürfen, bittet er uns, einen Gedanken mit euch zu teilen, der ihm persönlich sehr am Herzen liege. Laponia wird oft als letzte Wildnis Europas bezeichnet. Eine unvergleichbare Weite, die Abenteuersuchende aus der ganzen Welt in den Norden Lapplands lockt. Doch Laponias wildes Image verkennt, dass die Region vor allem eines ist: Heimat. Seit Jahrtausenden besiedeln und prägen die indigenen Sami die Region mit ihrer naturverbundenen Lebensweise und Rentierzucht. Nach langer Zeit der Unterdrückung wurde das kulturelle Erbe der Ureinwohner Lapplands erst im letzten Jahrhundert schrittweise anerkannt. Heute wird Laponia von einem Zusammenschluss aus der schwedischen Regierung und 9 Sami-Dörfern verwaltet. Ein seltenes Beispiel indigener Mitbestimmung, aus dem unter anderem dieses Visitor Center im Herzen des Parks entstanden ist. Oh Gott, diese Vitamin. Das ist süß. Kannst du, also wenn du morgens deinen Kaffee so? Ja. Ich glaube, das hat, also man kann es auch als Wanddeko im Camper. Oder? Im Camper vor allem. Außerdem matcht es mit dem Outfit. Brauchst du mehr Argumente? Das ist leider kein gutes Argument. 60 €. Aber es ist handgemacht. Made in Finland. Wir haben jetzt direkt noch einmal unsere Wanderschuhe geschnürt und nutzen dieses unerwartet gute Wetter. Direkt hier am Naturraum beginnt eine kleine Tour zum ehemals größten Wasserfall Schwedens. Warum genau ehemals, erzählen wir euch gleich, wenn wir da sind. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns erstmal auf den Weg. Es ist nämlich auch schon wieder recht spät, ich glaube so um die 20 Uhr. Aber Mitternachtssonne sei Dank sind solche kleinen Abenteuer auch um diese Uhrzeit noch möglich. Wasserfall ist echt richtig beeindruckend. Gar nicht wegen der Fallhöhe unbedingt, sondern eher wegen der Kraft, die das Wasser hat, wenn es durch diese Schlucht hier rauscht. Und es galt mal als größter Wasserfall Schwedens und der aktuelle Fall hat nur noch 4% seiner ursprünglichen Kraft. Das heißt, all das, wo wir gerade stehen, alle Felsen ab dem Punkt, wo dieser Bohlenweg hier endet, waren ursprünglich mal Wasserfall. Also ein bisschen wie so der Niagara-Fall oder die Iguazu-Fälle, dass man so eine
riesige Treppe hat quasi, wo das Wasser runterbricht. Und jetzt ist mittlerweile nur noch ein ganz kleiner Teil geblieben, weil ein paar Kilometer flussaufwärts ein Damm gebaut wurde, um Energie zu gewinnen. Und das hat quasi den Spiegel von diesem See hier so gesenkt, dass jetzt nur noch dieser kleine Teil übergeblieben ist. Aber trotzdem mega beeindruckend, wie viel Power noch geblieben ist. Und man kann sich nur vorstellen, wie es halt wäre, wenn all das hier über Wasser stehen würde und all das ein Wasserfall wäre. Aber es ist echt trotzdem auf jeden Fall ein Abstecher wert. Wir sind zurück bei Sprinti und mussten jetzt erstmal auf die Schnelle was essen, denn das ist echt so ein bisschen der Nachteil aktuell mit der Mitternachtssonne, dass wir komplett das Zeitgefühl verlieren. Wir sind sowieso schon immer recht spät dran per se, was unseren Rhythmus angeht. Und ja, dadurch, dass es ja jetzt einfach gar nicht mehr dunkel wird, passiert es halt echt regelmäßig, dass wir wirklich erst um 22, 23 Uhr Abend essen, so auch heute. Haben jetzt erstmal unsere ganzen Daten gesichert, uns ein bisschen warm gemacht und es wird dann doch echt kalt draußen so mit der Zeit. Und werden jetzt euch gleich mal zeigen, wie wir hier überhaupt den Van abdunkeln bei den aktuellen Lichtbedingungen. Da haben wir nämlich noch so ein paar Upgrades hinzugefügt zu den bisherigen Matten, die wir schon hatten. Denn sonst hat man doch so ein bisschen unruhigen Schlaf, wenn man immer noch so draußen die Sonne durchscheinen sieht. Das zeigen wir euch jetzt mal und dann geht's ins Bett. Ja, das ist nämlich unsere neueste Errungenschaft in zweifacher Ausführung. Man hat sich an der Nähmaschine betätigt und für unsere Dachfenster und für das eine Seitenfenster, wo wir bisher noch keine richtige Isolierungsmöglichkeit hatten, selber Matten genäht. Die werden uns im Winter, glaube ich, den allerwertesten retten. Aber jetzt sind sie auch schon mega praktisch. Den Anwendungsfall hatten wir gar nicht so richtig mitgedacht. Aber wir hatten auch gar nicht gedacht, dass wir zur Mitternachtssonne ins Polarkreis fahren. Ist auch richtig, ja. Von daher, ja, das ist richtig gut. Das haben wir echt für alle Fenster eine Abdunklungsmöglichkeit. Und welchen Effekt das macht, zeigen wir euch jetzt mal. Vorhang. Genau, für das Fenster haben wir noch nichts, weil wir hier unsere kleine schöne Fensterbank gebaut haben und uns das nicht mit so einem nicht so schönen Plissé verbauen wollten. Deswegen dafür diese Lösung. Ich bin immer noch sehr stolz auf dich, dass du das selber gemacht hast. Das ist ein echter Gamechanger, weil hier durch diese, keine Ahnung, Lüftungsschlitze, ich weiß nicht, wofür das genau ist. Ja, da kann man ein LED-Band einziehen hier oben. Ah, ja. Und dann hat man so eine indirekte Beleuchtung. Man hat aber auch eben direkte Beleuchtung bei Mitternachtssonne. Und mit dem Ding hier geht das quasi auch zu, plus das Rollo, was sowieso da ist. Und dann ist das jetzt ziemlich dicht. Erstmal das Licht aus. Zack. Nice. Schwarz. Durch den Stora Sjöfallet Nationalpark führt genau eine Straße. Vom Visitor Center am Eingang des Parks bis ins 50 Kilometer entfernte Ritsem nahe der norwegischen Grenze. Der Rest ist mit dem Auto unzugänglich und nur mit dem Boot oder im Rahmen von Mehrtagestouren zu erreichen. Die Erfahrungsberichte anderer Reisender lassen durchklingen, dass die Straße ziemlich holprig und außerdem nicht besonders lohnend sei. Wir möchten uns trotzdem ein eigenes Bild machen und nachdem unser Roadtrip eigentlich ganz vielversprechend startet, müssen wir uns eingestehen, dass die kritischen Stimmen Recht behalten sollen. Wir sind die Straße jetzt nochmal so ungefähr 50 Kilometer bis zum Ende gefahren, bis zu dem kleinen Örtchen, oder Örtchen ist es glaube ich gar nicht, sondern einfach eine Ansammlung von Häusern. Ritsem heißt das hier. Und hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass wir noch ein bisschen tiefer in die Natur kommen, noch ein bisschen vielleicht höhere Berge, noch ein bisschen wilder das Ganze. Aber ja, muss sagen, der Weg hat sich jetzt tatsächlich gar nicht mal so unbedingt gelohnt. Also die schönste Region hier oder die schönste Area war tatsächlich rund um das Natürüm und den Wasserfall und da diese Berglandschaft. Das war mega schön. Hier ist es jetzt zum einen eine sehr herausfordernde Strecke, weil super viele große Schlaglöcher da sind. Und ja, auch viele Stromleitungen durch die Dämme und ja, infrastrukturmäßig sieht es hier ein bisschen anders aus. Von daher kann man auf jeden Fall sagen, dass sich der Weg jetzt nicht so ganz gelohnt hat. Also wenn ihr mal vorhabt, hier nach Laponia zu kommen, Visitor Center ist ein cooler Ausgangsort. Vielleicht noch ein bisschen weiter bis zum großen Staudamm und den Weg danach, die 50 Kilometer, müsst ihr nicht unbedingt fahren.
Das ist einfach unser Frühstück, ne? Das ist unser Abendessen. Die Nüsse können wir noch mitnehmen. Hier ist gerade ein bisschen das Chaos ausgebrochen. Wir haben nämlich mit dem Mitarbeiter im Naturium gesprochen und der hat uns eine Wanderung empfohlen, die hier quasi, ich glaube, 1,5 Kilometer entfernt startet und in die Berge geht. Mit dem Hinweis, dass er da vor, ich glaube, einer Woche oder 2 Wochen auch oben übernachtet hat und das eine coole Location ist, um auch sein Zelt aufzustellen. Und eigentlich hatten wir gar nicht vor, so früh in der Saison schon wandern zu gehen und eigentlich auch gar nicht hier oben am Polarkreis, sondern eigentlich dachten wir, ach, wir machen mal so ein bisschen erste Erfahrung mit dem Zelt, irgendwie so in Wäldern und vielleicht mal auf einem Fjell. Jetzt liegt hier oben allerdings noch Schnee und wir haben nachts so 4, 5 Grad. Trotzdem möchten wir es irgendwie probieren und packen deswegen jetzt einfach mal alles zusammen, was wir dabei haben. Zelte, Isomatten, Schlafsäcke, alles theoretisch ausgelegt für die Temperaturen, also bis 0 Grad sollte es eigentlich kein Problem sein, nur wir haben es halt noch nicht gemacht. Und ja, das ist so eine kleine Testtour jetzt mal, um zu schauen, klappt das, kriegen wir es hin und die Entfernung ist nicht ganz so weit, von daher sollte es am Ende oben vom Wetter irgendwie doch zu kalt sein, zu windig sein, dann haben wir es auch, ja, theoretisch zu Sprinti halt nicht so weit zurück und es ist Mitternachtssonne, von daher ist es eh immer schön hell. Das ist wie Hüttentour, nur dass man seine Hütte mitnimmt. Genau. Hüttentour ohne Übernachtungsmöglichkeit. Nis! Kein Problem. Passt aber alles besser rein, als wir gedacht hätten tatsächlich. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das den Berg hochkriegen. Morgen. Wow. Es kommt gar nicht rüber, wie steil es hier ist. Wow. Das ist krass. Ja. Auf einmal, ne? Ja. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke und auch der Höhenmeter geschafft. Und ich muss sagen, hätten wir nicht so 10 bis 12 Kilo auf dem Rücken, wäre das, glaube ich, sogar echt eine relativ easy Wanderung. Also natürlich geht es ein paar Passagen immer recht steil hoch, aber so an sich ist es echt cool und man erreicht recht schnell dann auch diese Freifläche, wo man dann auch schon den Blick auf die weißen Berge hat. Richtig, richtig cool. Wir haben auch bisher noch nicht so viele andere Menschen gesehen. Mal gucken, ob sich das gleich oben ändert. Jetzt geht es erstmal ein Stückchen weiter hoch, denn hier wird es jetzt gerade ziemlich windig. Mega schön. Jetzt beginnt das Plätze-Scouting. Ja, voll, es reicht so leicht mit dem Wind hier. Ja, es ist windiger als angekündigt. Eigentlich sollte es kaum Wind haben, aber es ist hier oben doch ganz schön pustig. Es soll auch noch weniger werden und man denkt es gar nicht, weil die Sonne so schön scheint. Ah! Schnell stehen wir wieder auf Asphalt. Das haben wir uns nicht ganz so vorgestellt, aber es war super windig oben. Ihr habt es am Zelt gesehen, es ist ordentlich geflattert. Wir haben es am Ende zwar hingestellt bekommen, aber es ist einfach nicht weniger geworden. Dazu Kälte, hatten wir schon gesagt, dass es oben schon auch noch Schnee gab. Ein paar Schneefelder haben wir gesehen. Und da haben wir uns einfach entschieden, dass es vielleicht auch einfach nicht sein muss und wir vielleicht auch ein bisschen zu viel wollten. Und ja, sind dann einfach wieder den Berg runtergelaufen und sind auf dem Rückweg zu Sprinti. Es ist taghell, wir haben
23:41 Uhr. Mitternachtssonne sei Dank. Mitternachtssonne sei Dank. Es ist noch richtig schöne Stimmung hier in den Bergen gewesen. Wir haben noch ein paar Tiere gesehen. Und ja, jetzt geht's zurück zu Sprinti und das Zelt hier versuchen wir dann wann anders nochmal. Wir würden lügen, wenn wir behaupten würden, dass uns der Abbruch unseres spontanen Zeltabenteuers nicht ein bisschen gewurmt hätte. Aber manchmal müssen Pläne eben der Realität weichen und die wäre in diesem Fall wahrscheinlich ziemlich ungemütlich geworden. Wenn uns das Leben auf Reisen eines lehrt, dann ist es, flexibel zu bleiben, nichts zu erzwingen und zu versuchen, das Beste aus dem zu machen, was gerade möglich ist. Und so entscheiden wir uns, die Wanderung ins sogenannte Sonnental wenige Tage später ein zweites Mal in Angriff zu nehmen. Diesmal mit leichtem Gepäck, ohne große Pläne und mit viel Zeit, um diese unglaubliche Aussicht in vollen Zügen zu genießen. Danke, dass ihr uns auf dieser Etappe durch Schwedens wilden Norden begleitet habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Denn so viel sei verraten. Der nördlichste Punkt unserer Reise liegt noch in weiter Ferne.